Ich habe Andreas damals übernommen für mein Forst-Use-Projekt und er war am Anfang also ganz anders, als er jetzt ist, das ist klar. Er hatte keine Armfunktion, als er ankam, das heißt, der Arm war wirklich schlaffe Hemiparese, also keine Funktion. Das Gehen war schon relativ gut, als ich gekommen bin. Dazu muss man sagen, er ist vorher gekommen, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe, und da war er noch deutlich schlechter. Als ich gekommen bin, bin ich im Rollstuhl gekommen. Ich konnte wieder gehen. Ich konnte nicht essen, nicht trinken, weil ich nicht mehr schlucken konnte. Und mein linker Arm konnte ich gar nicht bewegen. Meine Haupttherapeutin war Maria. Das war eigentlich mein Glück. Wir haben einen guten Draht zueinander gehabt von Anfang an. Und ich glaube, das ist mit wichtig, dass man das hat, einen guten Draht. Man muss es zusammen machen. Ich kann den Patienten nicht besser machen, wenn er nicht mitarbeitet. Das heißt, man wächst zusammen als Team, und das war relativ schnell von Anfang an, weil er einfach motiviert war und Lust hatte. Und dann war es, glaube ich, der Moment, ich weiß es noch, wir hatten eine Leiter vor ihm stehen und es ging darum, eine Leiter zu drücken. Und da kamen auf einmal halt die Armmuskeln aktiv, und da hatten wir beide, glaube ich, wirklich ein Tränen in den Augen. Das war so der Start, und ab da ging es dann einfach nur noch voran. Das heißt, jede Woche dann kam irgendwann die Unterarmbewegung, dann kam irgendwann die Fingerbewegung. Es war wirklich jede Woche einfach immer ein bisschen mehr. Ich wollte wieder zurück aufs Wasser. Das war mein großes Ziel, weil das für mich die richtige Erholung ist. Es war ganz klar, Kajakfahren ist sein Hobby und es ist sein Leben, und da hat man ihn einfach mitbekommen. Die Bewegung kennt er, das heißt, da hat er das Gedächtnis und das Muskelgedächtnis, und da konnte er einfach viel schneller drauf zugreifen. Ich habe, glaube ich, sogar noch Wellenrauschen gemacht im Hintergrund, und das war super. Er saß dann da auch wirklich wie in einem Kajak, hat gepaddelt, und da kam einfach nochmal ganz andere, aus der Erinnerung, ganz andere Bewegung, und das ist super. Das macht Spaß, der Patient hat Spaß. Und wenn der Patient Spaß hat, dann haben wir auch Spaß, dann fühlt es sich kaum an wie Arbeit. Sie wusste, dass sie mich wirklich ausreizen kann von den Grenzen. Und sie hat einen sehr gefordert, aber auch wirklich auch aufgebaut. Das war wirklich, ich denke, immer im Positiven zurück an die Zeit. Bis zum Ende, wo er hier war eigentlich kein Ende und keine Stagnierung in Sicht. Und das war halt überraschend, aber es ist halt auch dem geschuldet, weil er einfach wirklich motiviert war. Wenn man diese Sachen findet beim Patienten, so diese innere Motivation, dann kann man manchmal einfach Sachen erreichen, die man vorher gar nicht gedacht hätte zu erreichen. Und das ist toll. Deswegen muss man einfach gucken, wo man das beim Patienten rauskitzeln kann, wo er die Ressource ist. Und dann ist alles möglich.